Hi Leute, dieser Sommer wird heiß. Deshalb vergleichen wir für dich 5 der derzeit besten mobilen Klimaanlagen. Zu jedem Gerät bekommst du wichtige Informationen und du erfährst, mit welchem Stromverbrauch und welchen Stromkosten du ungefähr rechnen kannst. Diesmal gibt es keine Unterteilung in Preisklassen, anstattdessen bekommst du eine große Vergleichstabelle, auf der du die Eigenschaften miteinander vergleichen kannst. Anschließend bekommst du noch ein paar wichtige Tipps, die für dich vor dem Kauf interessant sein könnten. Alle vorgestellten Produkte findest du direkt zu den Produktseiten der besten Online-Shops in der Videobeschreibung verlinkt. Nach dem Intro geht's los, viel Spaß! Nummer 1 ist die Climia CMK 2600. Du bekommst hier ein 3-in-1 Gerät mit einer Kühl-, Ventilations- und Luftentfeuchterfunktion. Die Luftströme lassen sich manuell horizontal und vertikal einstellen. Du kannst die Klimaanlage im Schlafzimmer nutzen. Es empfiehlt sich, sie schon einige Zeit vor dem Schlafengehen einzuschalten, da sie leiser ist, nachdem die Zieltemperatur erreicht wurde. Das Gerät schaltet dann automatisch runter. Die Temperatur lässt sich zwischen 16 und 35 Grad einstellen. Insgesamt hat die Climia mit 8000 BTU genug Power, um kleinere Räume gut runterzukühlen. Für größere Räume empfiehlt sich eine stärkere Klimaanlage. Das Gerät fällt in die Effizienzklasse A und am Stromdurchschnittspreis orientiert kannst du mit ca. 23 bis 56 Cent pro Stunde rechnen. Die Klimaanlage bewegt sich derzeit in der 400 € Preisklasse. Nummer 2 ist der DeLonghi Pinguino PAC N82 Eco Silent. Ein Bestseller aus dem Hause DeLonghi. Auch der Pinguino besitzt eine Kühl-, Entfeuchter- und Ventilationsfunktion mit jeweils 3 einstellbaren Stufen. Steuern kannst du das Gerät über das Soft-Touch-Display oder die mitgelieferte Fernbedienung. Außerdem gibt es ein internes automatisches Fehlerdiagnosesystem, das bei einem Defekt einen Fehlercode liefert, mit dem du den Fehler direkt zuordnen kannst. Der Pinguino wurde im mobilen Klimaanlagentest Testsieger beim ETM-Testmagazin mit der Note sehr gut. Die Temperatur lässt sich zwischen 18 und 32 Grad einstellen. Insgesamt hat das Gerät mit 9400 BTU nochmal mehr Power und ist leiser als die davor vorgestellte Climia. Es ist sehr gut geeignet für kleine bis mittelgroße Räume und unser Preis-Leistungssieger für unter 500 €. Wie der Vorgänger fällt das Gerät auch in die Energieeffizienzklasse A und du kannst bei dem Stromdurchschnittspreis mit ca. 23 bis 60 Cent pro Stunde rechnen. Nummer 3 ist der große Bruder, Pinguino PAC X 120 Silent von DeLonghi. Was der kleine, gerade vorgestellte Bruder kann, muss er hier natürlich auch können. Die Kühl-, Luftentfeuchter- und Ventilationsfunktion mit 3 einstellbaren Stufen bekommst du hier auch. Es hat ein übersichtliches Bedienfeld mit LED-Display. Alle Funktionen lassen sich auch per Fernbedienung einstellen. Außerdem hat er einen Timer, einen Raumthermostat und ein automatisches Fehlerdiagnosesystem integriert. Die Real-Feel-Technologie von DeLonghi sorgt für eine gleichzeitige Temperatur- und Feuchtigkeitsregulierung, wodurch ein optimales Wohlfühlklima geschaffen wird. Die tiefste einstellbare Temperatureinstellung liegt hier bei 18 Grad. Insgesamt ist es mit 11.500 BTU eine der stärksten mobilen Klimaanlagen von DeLonghi. Der Pinguino hat ein modernes Design und ist für mittlere bis große Räume sehr gut geeignet. Auch das Gerät fällt in die Energieeffizienzklasse A. Beim Stromdurchschnittspreis kannst du mit ca. 25 bis 75 Cent pro Stunde rechnen, je nach Nutzungsintensität. Der Pinguino bewegt sich momentan in der 600 € Preisklasse. Nummer 4 ist die mobile Klimaanlage PAC 3900X von Trotec. Es ist ein absolutes Powerhouse. Die Klimaanlage verfügt auch über 3 Betriebsmodi, Kühlung, Entfeuchtung und Ventilation in 3 einstellbaren Stufen. Mit der Swing-Funktion kannst du die Luftverteilung im Raum optimal regeln. Wenn deine Zielraumtemperatur erreicht ist, wird der Kompressor und der Ventilator automatisch ausgeschaltet, um Energie zu sparen. Bei dem Gerät kannst du die Zieltemperatur zwischen 17 und 30 Grad einstellen. Wenn du die maximale Kühlleistung für dein Zuhause oder dein Büro suchst, bei dem du den Hochsommer vor der Tür nicht mehr mitbekommst, könnte die PAC 3900X eine sehr interessante Klimaanlage für dich sein. Das Gerät fällt in die Energieeffizienzklasse A und du kannst bei dem Stromdurchschnittspreis von 25 Cent pro Kilowattstunde mit den nicht zu vernachlässigen Kosten von ca. 38 bis 98 Cent pro Stunde rechnen. Nummer 5 und die letzte mobile Klimaanlage im Vergleich ist der DeLonghi Pinguino PAC L98 Eco. Auch der Pinguino besitzt die Eco Real Feel Technologie, die sich automatisch nach der Temperatur und Luftfeuchtigkeit reguliert. Bei internen Tests von DeLonghi wurde eine Energieersparnis von ca. 30% erreicht.
Wie auch alle anderen vorgestellten DeLonghi Klimaanlagen hat diese ein automatisches Fehlerdiagnosesystem integriert und hat die bekannten 3 Betriebsmodi: Kühlen, Entfeuchten und Ventilation. Das Gerät ist sehr laut, dafür aber sehr effektiv. Du erzielst mit dem Pinguino sehr schnelle Kühlergebnisse und du kannst ihn bis zur Zieltemperatur von 20 Grad runterregulieren. Außerdem hat er als Bonus einen integrierten Staubfilter, der Pollen und Staub aus der Luft filtert. Das verbessert die komplette Luftqualität in deinem Raum. Insgesamt bekommst du mit dem PAC L98 Eco einen sehr guten Allrounder, der auf eine starke Effizienz und Kühlleistung ausgelegt ist. Dafür musst du eine hohe Lautstärke ertragen. Er eignet sich sehr gut für kleine bis mittelgroße Räume. Auch mit großen Räumen kommt er zurecht, nur dafür benötigt er eine längere Laufzeit. Er ordnet sich in der Energieeffizienzklasse A ein und je nach Nutzungsintensität kannst du mit 25 bis 67 Cent pro Stunde rechnen. Das Modell bekommst du derzeit für unter 600 Euro. Hier siehst du die Vergleichstabelle. Da sich die Preise fast täglich ändern, können wir dir im YouTube-Video nur ungefähre Preisspannen geben. Die aktuellen Preise kannst du direkt bei den verlinkten Shops in der Videobeschreibung prüfen. Pausiere hier gerne das Video, wenn du die Vergleichstabelle in Ruhe anschauen möchtest. Tipps und Tricks, die du vor dem Kauf kennen solltest. Investiere lieber in mehr BTU. Alles unter 8000 BTU ist sehr schwach in der Leistung. Ich selbst habe mir vor 2 Jahren eine 7000er BTU Klimaanlage gekauft und bereue es bis heute, keine stärkere gewählt zu haben. Es dauert einfach ewig, bis der Raum runterkühlt. Grundsätzlich gilt, je mehr BTU, desto schneller kühlt dein Raum runter. Desto höher sind aber auch die Stromkosten. Die Geräte saugen alle nicht wenig Strom aus deiner Steckdose. Damit du ungefähr die Stromkosten kalkulieren kannst und weißt, worauf du dich einlässt, hast du zu jeder Klimaanlage eine Durchschnittskostenrechnung bekommen. In der Realität fallen diese aber meist niedriger aus, da alle vorgestellten Geräte sehr effizient arbeiten. So hast du immerhin einen Richtwert. Die empfohlene Raumgröße wird vom Hersteller mal in Quadratmetern und mal in Kubikmetern angegeben. Meistens sind die Angaben etwas zu großzügig gewählt. Rechne es am besten immer etwas runter, damit du auf der sicheren Seite bist. Nochmal zur Erinnerung: Raumlänge mal Raumbreite ist gleich Quadratmeter, Quadratmeter mal Raumhöhe gleich Kubikmeter. Alle vorgestellten Klimaanlagen werden mit Propan R290 betrieben und haben geschlossene Kältesysteme, bei denen keine Kühlflüssigkeit nachgefüllt werden muss. Hier siehst du einige Vorteile von R290 und das ist auch mittlerweile der Standard bei mobilen Klimaanlagen. Lies vor der ersten Nutzung das Handbuch. Dort wirst du oft mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung an die Hand genommen und bekommst noch wichtige, modellspezifische Informationen. Stell dich auf eine hohe Lautstärke ein. Die Geräte sind wirklich nicht zu überhören, aber man gewöhnt sich daran und die Gegenleistung in Form eines gut gekühlten Raums lohnt sich definitiv. Vor allem an richtig heißen Tagen. Alle Geräte sind ziemlich sperrig. Unterschätze nicht die Größe und das Gewicht. Schau am besten vorher, wo du die Klimaanlage aufstellen willst und plane genug Platz ein. Sie unauffällig in der Ecke zu verstauen, funktioniert hier im Normalfall nicht. Und das waren sie. Ich wünsche dir auf jeden Fall viele kühle Tage im Hochsommer, denn so lässt es sich indoor einfach besser arbeiten und es verbessert die Lebensqualität. Gewerblich kannst du sie natürlich von den Steuern absetzen und so ist es ein Investment, das gerade für den Sommer wirklich Sinn ergibt. Bis zum nächsten Video, alles Gute!